Baustelle, die haben wir schon seit... Die Schraube ging zuerst nicht raus, dann ging sie wieder nicht mehr rein. Ein bisschen mulmig ist mir, das muss nämlich jetzt passen. Wenn der Architekt nicht weiter weiß, malt er einen Kreis. Wir gehen heute trotzdem mal raus, wir wollen die Leinen testen, ob das alles funktioniert. Korsika liegt an. Wir tauschen heute die Reffleine beim Groß. Die ist schon seit einer ganzen Weile kaputt. Da war eine kaputte Rolle, Laufrolle, und die hat uns den Mantel von der Leine angeschubbert und jetzt ist er also ziemlich durch. Eigentlich ist es eine Baustelle, die haben wir schon seit Formentera oder seit Ibiza, nee, seit der Überfahrt von Cartagena nach Formentera. Wir haben die Leinen gekriegt. Uns ist die Aushohleleine beim letzten Segeln kaputt gegangen durch eine kaputte Rolle. Da ist der Mantel durchgescheuert. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir die auf Formentera kriegen. Also über ein halbes Jahr. Das geht natürlich nicht, aber ich habe es vorher nicht hingekriegt. Wir schieben da schon eine ganze Weile vor uns her, weil das doch ein größerer Aufwand ist. Weil ja die Schraube ging zuerst nicht raus, dann ging sie wieder nicht mehr rein. Das ist jetzt hoffentlich gefixt und jetzt ja, nehmen wir mal das Groß runter, solange wie das Wetter noch windstill ist. Die Schraube gehört ja dann in den Mast rein, um die Leine zu blockieren, die Reffleine. Und jetzt habe ich festgestellt, dass das Loch, was mir der Dienstleister gebohrt hat, das Gewinde, das passt nicht, kriegt die Schraube nicht rein. Ich habe schon nachgeschnitten, funktioniert nicht. Ich mache jetzt eine neue Schraube und bohre dann ein neues Loch daneben. Ich habe keine andere Möglichkeit. Dazu muss ich aber die Schraube erstmal kürzen, die ist zu lang. Ein bisschen mulmig ist mir, das muss nämlich jetzt passen. Die Schraube hier reinpasst. Das war übrigens mein erstes Gewinde, was ich geschnitten habe, gleich im Mast, aber in Alu, dann geht es ja noch. Übrigens, wer keinen Gewindeschneidesatz hat, es gibt so Gewindeschneider, die sind da drin in verschiedenen Größen und es gibt so einen kleinen Kamm dazu. So sieht der aus, so eine Fühlerlehre mit verschiedenen Zackengrößen und das kann man praktisch auf die Schraube auflegen und dann sehen, welches von diesen Schneidwerkzeugen man braucht. Also kann ich nur empfehlen, ich verlinke euch mal unten so einen Gewindeschneidesatz in der Description. Wir müssen das Großsegel rausziehen. Es geht um diese Leine, die muss getauscht werden und die ist hier auf einer Spindel. Jetzt, wo das Großsegel drin ist im Mast, ist es fast ganz abgerollt und die müssen wir eben tauschen. Das ist das lose Ende. Hier ist die Schraube, die ich gerade ersetzt habe. Und das hier ist die Leine, um das Segel rauszuziehen. Hier ist die Leine, um das Segel wieder einzurollen und die Leine tauschen wir jetzt. Also das hier ist praktisch das im Mastprofil drin, die Spindel. Und wenn ich hier ziehe, dann wird oben das Großsegel eingerollt. Und man sieht das schon, ich muss praktisch hier ganz abfädeln können. Das heißt, das Groß muss komplett raus und das machen wir jetzt. Groß raus, Groß runter und dann können wir die Leine tauschen. Ich drehe jetzt die Schraube raus. Mit der wird dann später die neue Leine festgeklemmt. So, das ist die Schraube. Das ist die neue Leine. Die kommt hier in das Loch rein, ganz tief. Und wird dann mit der Schraube in dem Loch hier festgeklemmt. So. So, genau. Jetzt schiebe ich die hier ein bisschen weiter durch das Loch mit dem Schraubendreher. Die Spindel klappert jetzt im Mast, deswegen wollten wir da auch schnell sein. Hinten kommt sie schon wieder raus, die Leine, das ist zu viel.
So. Ah, ist das schön, so ein neues Gewinde, wenn das gut läuft, ne? So, jetzt quetschen wir die Leine. Okay, ich hoffe, das hält. Naja. Ja, das hält. So, und jetzt muss die so da drauf gewickelt werden. Das heißt, wir müssen jetzt von Hand das schön hier aufwickeln. Dann wickel ich mal mit. Ja. Und jetzt? Jetzt können wir das Groß wieder drauf. Ich schlage jetzt hier gerade wieder vom Großsegel das Horn an und dann können wir es wieder setzen. So, genau. Wenn man das Segel raus hatte, ist natürlich die Gelegenheit, das Segel auch gleich mal zu checken. Und wir wussten, dass eine Segellatte rausgefallen ist. Die hatte sich unten die Tasche aufgescheuert. Und wir haben hier Segeltape an Bord, braucht ihr natürlich auch. Und da haben wir jetzt ein Stück abgeschnitten, das ist so auf Rolle. 1,5 Meter sind das, habe ich so einen Flicken rausgeschnitten. Und den schneide ich jetzt rund, weil rund löst sich nicht so leicht ab wie rechteckig. Und dann kleben wir das über die Tasche drüber und dann reicht das erstmal wieder. Wie war das? Wenn der Architekt nicht mehr weiter weiß, malt er einen Kreis. Wenn der Architekt nicht weiter weiß, malt er einen Kreis. In dem Fall ist es, glaube ich, eher ein Osterei. Ja, da machst du eine Falte rein. Hier löst sich nicht weg hier. Ja, das Schwierige ist, weil es da ja das Knubbelchen ist. Mhm. Das sieht doch gut aus. Also schöner wird es jedenfalls nicht. Nee. Also die Ausholeleine wollen wir auch noch tauschen. Die ist schon ganz schön lange da. Also drin, nicht da, sondern drin. Und die ist auch ganz schön versalzen. Und normalerweise, da ist ein Palstick drin. Das war auch nur ein Provisorium, aber nichts hält so lang wie das Provisorium. Normalerweise kann man einen Palstick immer brechen, indem man diese Bucht hier nach unten schiebt. So, und ich dachte eben, ich kriege ihn nicht gebrochen, aber guck an, funktioniert doch. Also Palstick, so habe ich das gelernt, bricht man, kann man brechen und auf ist er. Du willst das jetzt festnähen, ne? Ja, genau, da kann man nämlich direkt dran durchziehen. Okay. Ich nähe jetzt hier das alte Ende an das neue dran. Dann kann man es nämlich 1:1 einfach nur durchziehen. Das geht dann am schnellsten. Reichen einfach nur ein paar Stiche. Am besten durch die Hand. Also in dem Fall geht das nur durch Rollen durch, da ist eigentlich keine Last drauf. Im
Wenn man im Mast arbeitet, wenn es durch den Mast gezogen wird, dann muss man ordentlicher sein. Aber hier kriege ich es zur Not auch so noch durchgezogen, wenn das reißen sollte. Jetzt müssen wir sie, ja, macht aber nichts. Wir müssen sie nur abmachen, wenn sie hier wieder rauskommt. Da. Fertig. Perfekto. Na, zufrieden? Ja. Bist du zufrieden? Ich bin erleichtert, dass wir es endlich gemacht haben. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal Mittagspause und dann räumen wir auf. Ja, Tag später. Wir haben gestern ja die Leinen am Mast getauscht und heute ist der Wind zwar nicht so super, aber wir gehen heute trotzdem mal raus. Wir wollen die Leinen testen, ob das alles funktioniert. Also ich will heute ein anderes Ablegemanöver fahren, und zwar sind wir vorne mit 2 Mooringleinen fest und hinten mit 2 Landleinen, und der Wind kommt von Achtern und da unten sind Boote, da will ich nicht drauf gedrückt werden. Hier vorne haben wir Platz und deswegen wird Marion ins Vorne loswerfen. In der Zeit löse ich die Steuerbord-Achterleine, dass die ausrauschen kann, und werde dann Gas geben und hart Ruder legen nach Backbord und die ein bisschen vieren, diese Backbordleine, sodass wir uns praktisch um die Backbordleine rumdrehen, bis wir quer zum Wind stehen. Und dann werfen wir uns los und dann habe ich hier vorne Platz, gleich den Kreis fertig zu fahren. Na, wie fühlt es sich an wie nach so langer Zeit wieder? Na, also als wir eben raus sind, war es ein bisschen schaukelig. Da habe ich schon gedacht, das wird jetzt schwierig. Seekrankheit meinst du? Ja. Mhm. Aber ja, jetzt geht es gerade wieder. Das ist schön. Ja, die Segel stabilisieren auch immer, ne? Ja. Und wir fahren jetzt auch anders zur Welle. Ja, eben, wir fahren jetzt anders zur Welle. Es Ja. ist halt, im Wind ist das halt immer kacke mit der Welle. Oh, doch ein bisschen Welle, ne? Ja. Korsika liegt an. Ja, genau. Also, gib Gas. Mhm. Übermorgen sind wir da, ja? Ja, genau.
Also mit den Leinen sind wir ganz zufrieden. Das hat alles super funktioniert. Die laufen glatt, die laufen schön rein und raus. Und wir haben sogar 18 Knoten Wind gehabt, sind um die 7 Knoten. Hatten wir Fahrt durchs Wasser, also grandios. Erster schöner Segeltag. Allerdings ist Marion leider seekrank geworden. Also brechen wir jetzt ab und gehen auch wieder rein. Das reicht dann für heute. Wie ihr unschwer sehen könnt, bin ich in Deutschland, während Marion in Spanien das Video fertig geschnitten hat. Nochmal ganz kurz, warum das mit der Schraube so schwierig war. Die Schraube war ja im Mast fixiert, hat die Leine gehalten und die hatte einen Schlitz. Und ich habe das mehrfach versucht mit Klopfen, mit Lösungsspray, mit Drehen gegen den Uhrzeigersinn, mit Wärme, mit allem Möglichen. Und ich habe die Schraube einfach nicht rausbekommen. Ich habe es dann in Premia Mar endlich machen lassen von einem Dienstleister. Und der hat auch 8 Stunden dafür gebraucht, weil ihm dann auch erstmal der Kopf abgebrochen ist. Er musste eine neue Schraube aufschweißen, dann hat er trotzdem das Gewinde kaputt gemacht, musste ein neues Gewinde schneiden und so weiter, Deck reinigen. Also da war wirklich viel Aufwand. Ich hätte es mit Bordmitteln einfach nicht hingekriegt, obwohl ich es, ich glaube, 3 oder 4 Mal tatsächlich unterwegs versucht habe. Und wir waren ja 3,5 Monate vor Anker, vor den Balearischen Inseln, und weil die eben so teuer sind im Sommer, sind wir auch nicht in den Hafen gegangen, weil dann hätte uns diese Schraube auf einmal 2.000 € gekostet mit Hafenliegezeit. Ja, es war trotzdem nicht gut, weil die Überfahrt aufs Festland war dann auch deswegen so schwierig für mich, weil ich das Segel nicht so stellen konnte, wie ich wollte, weil ich Sorge hatte, mir die Leine abzureißen. Und dann hätte ich das Großsegel gar nicht mehr reffen können, also nicht mehr einrollen können. Und das war natürlich eine echte Gefahr, weil ich hätte das große Segel alleine auch nicht runterbekommen unterwegs. Also, es ist noch gut ausgegangen und ich war auch nicht glücklich darüber, wie es gelaufen ist. Aber ich bin froh, dass es jetzt endlich gemacht ist. Ich bin froh, dass du bis hierher dabei warst. Ich freue mich darüber, und wenn es dir gefallen hat, lass bitte ein Abo da. Und dann freuen wir uns, wenn du das nächste Mal auch wieder da bist. Danke und bis dann. Tschüss.